Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag, 16 Uhr. Heute geht es um ganz besondere Autos. Deswegen habe ich mir auch den Crossblade heute rausgenommen. Limitiert auf 999 Stück. Aber heute schaue ich mir ein Auto an. Das teuerste Auto der Welt. Dieses Auto, was ich mir heute anschaue, ist ein Replika. Aber der soll trotzdem 8 Millionen Euro kosten. Und warum dieses Auto 8 Millionen Euro kostet, schauen wir uns jetzt genauer an und prüfen das Ganze mal. Carlos, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das ist mein Ernst, ja. Na? Ich grüße dich. Alter Schwede. Erstmal sagst du mir am Telefon 8 Millionen Euro. Okay, aber dass wir hier vor einem Ferrari 250 GTO Serie 1 im Netz steht 33 Stück gebaut? Ich denke, dass es 30 waren, laut meinen Infos. Insider-Infos. Insider-Infos, nur 30 Stück weltweit gebaut. Ein Rennwagen eigentlich? Eigentlich ist Rennauto konzipiert. Okay. Das Auto siehst du nirgends. Der kann nicht original sein. Nein, für den Preis nicht. Okay. Das wäre deutlich zu billig. So, und jetzt seid ihr dran, ne? Mir zu schreiben, was würde ein Original 250 GTO Serie 1 kosten? Ich sag's euch gleich. Darf ich fahren? Du darfst fahren. Rosso Corsa, die Farbe? So ist es. Ferrari-Rot. Ferrari-Rot. Guck mal, wie leicht die Tür schon ist. Ja, es ist Aluminium. Alles Aluminium, die ganze Karosserie. Es ist das teuerste Auto, was ich jemals bewegen durfte, beziehungsweise jetzt noch darf. Es ist unbeschreiblich, aber ich steige jetzt ein. Genau. Okay? Mach das. Alter. Wir steigen beide ein. Guck mal einmal bitte, Thorsten. Zack, wie einfach der reingeht, weil er synchronisiert ist. Ja, das ist unfassbar. Unglaublich. Und diese Schaltkulisse, wenn man das so hört. Hörst du das? Zack, zack. Unglaublich. So, ciao, wir sehen uns gleich. Aber nee, Carlos. Soll ich ihn lieber rauffahren? Ja, 8 Millionen Euro und diese Rampe, da bin Okay. ich raus. Ich fahre ihn raus. Alter Schwede. Du fährst das ganz normal? Als ob nichts ist, ne? Wahnsinn. Mehr Feeling geht nicht, oder? Also es ist unfassbar. Ultra-Feeling und das viel leicht sich das fährt. Du wirst es jetzt gleich sehen, wenn du fährst. Du fährst es mit einem Finger, schau. Das ist unfassbar, das Auto. Unbelievable. So, Hamid, jetzt ist es soweit. Jetzt hörst du den ersten GTO. Den ersten GTO für 8 Millionen Euro. Das muss man. Habt ihr schon gegoogelt? Was kostet der Original? Oh, alter Schwede, ey, das ist nicht normal. Alleine die Auspuffanlage. Es ist Alles unglaublich, es ist unfassbar. Es ist alles Leichtbau. 8 Millionen Euro, mein teuerstes Auto, Carlos. Hast du keine Angst? Nee, das machst du schon. Okay, dann legen wir los. So, alleine diese Haube, diese Wellen, zack, zack, das ist irre. Also wir bewegen hier 8 Millionen Euro. Oh, warte, Ja, das- ganz lass weit. uns weiter. Genau. Wir bewegen hier 8 Millionen Euro. Wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass Das man... darfst du gar nicht. Nee, du musst das abschalten. Einfach konzentrieren aufs Fahren. Das ist heftig. Aber fährt ja cool, oder? Der fährt ganz easy, Ich ganz habe dir normal. gesagt, das ist unfassbar. Also ich habe es mir viel schwerer vorgestellt. Ja. Mein Gott, was ist das für ein Auto? Wir haben hier null Dämmung, gar keine Dämmung. 990 Kilo wiegt er. Das ist krass.
Das ist echt krass. Für einen 12-Zylinder ist das schon ein sehr niedriges Gewicht für ein Straßenauto. Alleine der 12-Zylinder wiegt ja schon 3 Ja, Euro. eben, deswegen. Wenn du Gas gibst, dann schießt er die Temperatur hier rein. Da kriegst du richtig geballte Hitze ab. Ja, 12 arbeitende Zylinder. Das ist einfach so. Das erzeugt einfach Wärme. Es ist halt ein Hingucker Nummer 1. Ne? Die Leute gucken. Ja, wann sieht man schon mal ein GTO auf der Straße? Ja, gar nicht. Ey, der fährt sich so geil, das ist unglaublich. Unglaublich, ne? Mit der Lenkung. Vor allem, wenn du dich ein bisschen dran gewöhnt hast, dann fährt das einfach butterweich. Boah. So, meine Freunde. Ich bin jetzt gerade 8 Millionen Euro gefahren. 8 Millionen Euro. Warum dieses Auto 8 Millionen Euro kostet und nicht wie der Original 70 Millionen Euro kostet, ist, weil er in den 90er von den gleichen Hersteller, weil Ferrari hat ja auch den GTO nicht selber gebaut, hatte Subunternehmer, richtig? So ist es. Wo die dann ein Fahrgestell abgegeben haben und gesagt haben, baut mir jetzt darauf einen Rennwagen. Okay? Und dann genau die gleiche Firma hat dann einen Boden genommen von einem 250 GTE und dann haben sie die Karosserie raufgesetzt. Genau. Und alle anderen Besonderheiten bei den externen Firmen, die für Ferrari gearbeitet haben damals, wie zum Beispiel ganz simpel die Innenausstattung, wäre ja eigentlich nicht so schlimm, aber selbst die ist bei Lupi in Modena gemacht worden und das war der die originalen GTOs gemacht Wahnsinn. hat. Und so geht es weiter. Benzintank, Öltank, alles wurde bei den gleichen Leuten gebaut. Sozusagen ist es eigentlich keine Replika in dem Sinn, sondern es ist ein Original. Denn wo ist der Unterschied, dass halt Ferrari sagen würde, okay, das Auto ist halt nicht vom Werk damals in der Liste. Aber ansonsten ist es identisch. Aber sag mal, Carlos, wenn jetzt einer jetzt echt kommt und 8 Millionen dafür zahlt, würdest du es verkaufen? Ja, dann würden wir es verkaufen, das Fahrzeug. Also steht dieses Auto tatsächlich zum Verkauf? Verkauf. Das steht tatsächlich zum Verkauf, ja. Für 8 Millionen? Ja. Lass mich mal rechnen, wenn du 1 Million Euro anzahlst und einen Zinssatz bekommst von 2% und 3% tilgst, da hast du ungefähr eine monatliche Rate von 150.000 bis 200.000 Euro. Bei einem Restwert von ca. 4 Millionen Euro, Ja, ja. oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber den finanziert Aber man derjenige, nicht. der sich das kauft, wird wahrscheinlich das Geld einfach dort liegen haben, wo er es braucht. 12-Zylinder? 12-Zylinder, Original GTO Innenleben. So, jetzt haben wir hier Und die jetzt Haut. schaut einmal das Lässt es einfach Pizzarini Gesamtkunstwerk an. Denn die Besonderheit war, was Giotto schon damals kapiert hat, dass der Motor tief liegen muss. Ja, Wahnsinn, wie tief der liegt. Denn sonst bei den anderen Replikas sind auch die Motoren etwas höher eingebaut und deswegen schneiden die dann da ein Loch rein und dann schauen die Vergaser oben raus. Es sind die Original-Zylinderköpfe vom GTO verbaut und auch sonstige Innereien wie Kurbelwelle und alles, was GTO war, ist verbaut in diesem Motor. Okay. Es ist identisch mit dem originalen GTO. Wenn du hier alleine die Vergaser dir anschaust. Diese Vergaserbatterien kosten mittlerweile sechsstellige Beträge. 150, 200.000 ist nicht unnormal. 150.000 bis 200.000 Nur die Vergaserbatterie. Nur die Vergaser. Nur die Vergaser. Bevor wir jetzt weitermachen, machen wir noch mal einen Soundcheck. Boah. Guck dir mal, warte. Oh, Weißt du, was das Problem ist jetzt? jetzt ist er warm geworden. Der ist zu heiß. Immer wenn es zu heiß ist, dann springen die Oldtimer kaum an. Jetzt ist er da. Wie er da rausschießt, das ist unglaublich. Das ist, weil die Zündkerzen nicht richtig eingestellt sind. Guck dir das mal an. Das ist unglaublich. Krank. Das ist einfach krank. Tut mir leid, das ist krank. Wir können den wieder ausmachen. Ja, der schießt ein bisschen wegen den Kerzen. Der schießt ein bisschen wegen den Zündkerzen. Die Ja, können genau. gewechselt. Die Zündkerzen musst du vielleicht nur rausnehmen, ein bisschen sauber machen. Nee, wir haben und wieder schon neue reingehen. besorgt. Habt ihr neue besorgt? Die sind nicht so teuer von dem. Wir kriegen 12 neue Kerzen. Ich bin sprachlos. Aber das Ganze mich, dass du reizt mal mich jetzt. sprachlos bist. Nein, aber das Ganze reizt mich jetzt auch, das Auto zu verkaufen. Ich will euch mal erklären, wie das abläuft, bevor ich zu
Carlos gehe und ihn verrückt mache und sage, ich habe einen Kunden für 8 Millionen Euro auf dein Auto, brauche ich auch erstmal eine Bankbestätigung, dass er überhaupt in der Lage ist, 8 Millionen Euro zu bezahlen. Dann lasse ich auf dem Notar-Anderkonto in dem Falle mir 1 Million anzahlen. Und dann gehe ich zu Carlos und sage, Carlos, hör mal zu, jetzt will ich die Papiere haben. Okay? Schick mir die Papiere, mach alles fertig. Hier ist die Bankbestätigung, der Kunde ist gut für 8 Millionen Euro. Und hier ist ein Notarvertrag mit einer Anzahlung von 1 Million Euro auf dem Notar-Anderkonto. Alleine die Kaufvertragkosten, wenn wir die 8 Millionen nehmen, Notarkosten, Anderkontokosten und so weiter, liegt ungefähr schon bei 60.000 Euro. Nur für den Kaufvertrag. Ganz genau so ist es. Oder? Ganz genau so ist So, es. das Beim heißt, echten GTO sind wir bei 350.000 Euro. bis ein Kaufvertrag abgewickelt worden ist. Das heißt, ein Einfamilienhaus in Bielefeld. Das ist tatsächlich so. Das ist Wahnsinn. Das ist das Drumherum, wenn man sich so ein Auto kaufen möchte und gönnen möchte. Aber ich bin schon so lange dabei. Ich habe noch nie eine Anfrage auf den GTO gehabt. Wie lange hast du das Auto jetzt schon? Ich denke seit 2016, Januar 2016, also 5 Jahre, 5,5 Jahre. Wie kommst du auf die Summe 8 Millionen? Ja. Weil es ist ja nicht definierbar. Nee, es ist auch nicht definierbar. Eigentlich könnten wir auch 12 verlangen oder 15. Das Auto gibt es einfach nie wieder. Das kriegen wir nie wieder sowas. Also sagst du von dir aus, 8 Millionen will ich haben. Ja, das ist erst einmal der Startpreis und dann kann man ja immer noch reden. Aber das muss im Rahmen bleiben, denn sonst bleibt das Auto einfach schön bei uns in der Garage versteckt stehen. Carlos, zunächst einmal vielen Dank. Du hast mir heute 8 Millionen Euro anvertraut und ich kann selber die Zahl, 8 ist meine Lieblingszahl, aber ich kann die selber jetzt nicht mehr hören. 8 Millionen Euro, Wahnsinn. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir die Kommentare ab. 8 Millionen Euro, ja oder nein? Ja oder nein? Und ein Original für 70 Millionen Euro. Wahnsinn, mehr geht nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.